man hat stundenlang, wochenlang, monatelang geübt und alle haben immer gesagt, das ist Rap, bla bla bla, du wirst eh nix. Und wenn man dann einmal die Resonanz kriegt, das ist ein unglaubliches Gefühl. Besser als Sex. Wir haben keine kleinen. Hier, nimm mal. Ich will auch, gib mal einen kleinen. Hier. Jetzt wollen auf einmal alle. Davor ich trinke keinen Alkohol. Reicht das? Ein kleiner geht noch. Alle aufgeregt. Sag ich trinke keinen Alkohol? Offen da draußen. Muss, Alter, ein bisschen so. Warte. Wettbewerb hat die Leute schon immer fasziniert und sich irgendwo beweisen und irgendwo besser sein als der andere, gerade wenn man so direktes Feedback vom Publikum bekommt. Ich finde halt geil, dass da so ein Kampf auf der Bühne stattfindet, verbal, und danach sich die Hand gegeben wird und dann alles wieder vergessen ist. Also ich habe immer Battles geguckt, weil mich das fasziniert hat, dass die Leute Probleme ohne Gewalt lösen können auf Rap-Ebene und dann ist überzeugt einfach der besser ist und deswegen bin ich mal hergekommen, mir das persönlich anzugucken. So. Guter Trinkspruch. So. Mein Opa sagte immer, lass dich nicht verarschen, verarsch lieber andere Menschen. Alles in diesem Sinne. Hamburg, freut ihr euch auf Rapper mit Fuck, Alter. Deutschland, Ende der 80er. Wie in den USA begeistern Breakdance, Rap, DJing und Graffiti immer mehr Jugendliche. Sie gründen eigene Crews und machen Hip-Hop zur Lebenseinstellung. Bundesweit formiert sich eine neue Subkultur. Also es war 88, definitiv. Und das erste, was ich hatte, war eine Kassette. Das Lustige war, ich bin damals im Jugendrotkreuz gewesen. So jugendgruppenmäßig und so. Und wir sind nach Berlin gefahren. Und da gab es einen Jungen, der hieß Billy Schönherr. An diesen Namen erinnere ich mich. Ich habe den nie wieder gesehen danach. Ich weiß nicht warum. Und der hatte eine Kassette. Und da war Public Enemy drauf, Beastie Boys, Roxanne Shante. Und ich bin drauf durchgedreht. Das war für mich etwas komplett Neues. Ich glaube, uns allen ging es irgendwie ähnlich mit 13, 14. So, eine meiner ersten Schallplatten war Two Live Crew. So, nicht, weil ich damals schon musikalisch mündig war und gedacht habe, Mensch, das ist so richtig fett geile Mucke, sondern ich damals einfach angefixt davon war, dass das alles versaute Texte waren, mein Englisch noch so schlecht war, dass ich irgendwie einen guten Conscious Rap gar nicht verstanden hätte. Aber Face Down, Ass Up, That's the Way We Like to Fuck habe ich damals schon verstanden. So, und das war für uns dann damals irgendwie auch so ein bisschen dieses Eltern und Onkels und sonst wer hatten alle 50.000 Vorurteile gegenüber Rap und Hip-Hop und man selber saß natürlich so da und war so auf, nee, genau das ist es. Und vielleicht auch erst recht, weil ihr es alle scheiße findet, große Erwachsenenwelt, finden wir es erst recht geil. Berlin ist immer schon so ein Schmelztiegel gewesen für verschiedene Kulturen und 91, 92 hat es hier richtig, wurde es bunt und auffällig im Stadtbild auch, dass Hip-Hop Einzug hält in die Jugendkultur. Der Anfang war wirklich Graffiti und Breakdance von Wildstyle, Beat Street und so inspiriert aus Amerika. Das waren so die ersten Berührungspunkte, wo man mit der Musik und der ganzen Kultur eigentlich noch gar nicht so Ahnung hatte. Man gesehen hat, okay, die Züge sind bunt, die Leute haben einen anderen Tanz so. Und Berlin ist halt immer 10 Jahre nach New York so. Wenn man sich New York 77 war so ein High-Class-Hip-Hop-Jahr. Dieser ganze Rap kommt ja eigentlich auch von den GIs. Also damals waren es ja noch so Sektoren, so ich komme aus den 80ern. Der meiste Kontakt kam über die Amis, so, die Soldaten, die GIs, so, die haben dann immer die neuesten Sachen eigentlich hier so rübergebracht und hier und da was gehört. Also meine ersten Steps, würde ich sagen, oder was ich gehört habe, also Public Enemy, Ice-T, Two Live Crew, so noch Ende der 80er. So.
Leute, die hier stationiert waren und auch immer schon diesen Soul, Funk, Flavor, Hip-Hop-Flavor hatten und damals auch schon gerappt haben. Das merkt man auch Mitte der 90er Jahre an diesem ganzen Papa Bär, Fun Factory Scheiß, wo halt so GIs auf so Dancefloor gerappt haben und so. Aber da gab es natürlich auch MCs, die halt ganz normal Hip-Hop gemacht haben. 1996, 97 fing das dann an. Dann habe ich irgendwann Geburtstag gehabt und meine 2, 3 Homies von mir haben schon gerappt. Und dann habe ich die sozusagen gebucht für meinen 19. Geburtstag, so dass die dann halt da auftreten. Und die haben noch auf Englisch gerappt, weil in Berlin war das voll lang verpönt, auf Deutsch zu rappen. So, wenn du irgendwie Deutsch gerappt hast in Berlin, dann warst du so opfermäßig. Ohne dass die große, breite Öffentlichkeit davon was mitgekriegt hätte, hat es an allen Ecken gebrodelt. Es gab kein Internet. So, also du konntest nicht mal eben schnell googeln, wo ist denn eine Hip-Hop-Veranstaltung. Es war auch noch wesentlich schwerer, überhaupt zu Hause Studiomusik zu machen. Also es hatten auch wesentlich weniger Leute überhaupt Equipment zu Hause, um qualitativ, auch soundtechnisch gute Mucke zu machen. Da muss ich kickern! Ja, da musst du kichern, da kannst du gackern. Digga, mach dich von den Ackern. Das ist mein Gebiet und ich bin hier der Bauer. Aber wie es heißt bei den Bauern, Hauer. Was geht ab, ich mach ne Mauer. Ey. Es war schon eine deutlich andere Kultur, die hier plötzlich reinschwappte ins Haus. Was mir auffiel, war, dass die deutlich selbstorganisierter waren. So, die wussten irgendwie ziemlich genau, was sie wollten und wollten eigentlich nur einen Raum und machten ihr eigenes Ding. Und mit den anderen, mit den Rock-Pop-Musikern hatte ich mehr eine Ebene gehabt. So, und die kamen einfach her und waren cool und haben ihre Beats und ihre Raps gemacht und so. Nee, du musst erst oben das Ding erst nach links zu. Alles, was im Hip-Hop war, ist aus der Competition entstanden. Ganz Deutschland ist eigentlich immer überall rumgereist und immer auf die Hip-Hop-Jams gefahren, die es ja heutzutage so gar nicht mehr gibt. Es war ja nicht so, dass man irgendwie YouTube hatte oder Internet, in dem man irgendwie sich präsentieren konnte. Irgendwann sagten die Hip-Hopper eben oder Rapper, dass sie gerne mal so ihr eigenes Ding machen möchten. Nicht immer zusammen mit den Rockbands im Rahmen eines Hauskonzerts, sondern ihre eigene Jam machen. Und so, da hörte ich das Wort dann auch zum ersten Mal. Die meisten Hip-Hop-Jams, auf denen ich war, waren in Jugendzentren. Da war wirklich meistens dann immer noch irgendwo eine Breakdance-Action oder noch ein DJ-Battle mit eingebaut und draußen wurde irgendwo Graffiti gemalt. Und in den meisten Fällen waren es irgendwelche kleinen Kulturhäuser oder Häuser der Jugend oder sonst irgendwas. Das Schöne damals war, dass ich würde einfach mal behaupten, 98% der Leute, die da hingegangen sind, waren einfach Aktivisten. Das heißt, es waren Leute, die etwas gemacht haben oder kurz davor standen, etwas zu machen. Aber da war keiner, der nur hingekommen ist und gesagt hat, ich guck da jetzt mal. Also das war, jeder hat irgendwas machen wollen. Entweder hat er was gemalt, hat getanzt oder hat irgendwie den DJs zugeguckt oder hat eben gerappt. Die Bands haben natürlich alle nicht für horrende Gagen gespielt. Es ist nicht so gewesen, dass da eine Band gespielt hat, sondern meistens wirklich immer 5, 6 Gruppen. Es war alles viel sozialkritischer. Teilweise standen die Leute schon da und waren so auf Ohr. Und jetzt hier wieder der nächste Track gegen Rechtsradikalismus, weil jede Band irgendwie 2 so eine Tracks hatte und die Leute alle da standen und gesagt haben, so meine Güte, wir sind alle Punks und wir sind alle Hip-Hops oder was auch immer hier gerade rumsteht. Du musst uns gerade nicht erzählen, dass Nazis scheiße sind, weil hier ist kein Nazi. Später dann natürlich, dann wurde das präsenter. Dann fingen Leute an, dann irgendwelche Jams oder große Konzerte zu machen, wo Rapper dann aufgetreten sind. Und das Coole war damals halt auch, das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr der Fall, dass nachdem die Rapper fertig waren, also Acts, so beispielsweise irgendwie Harris, so Specialists damals, dass die dann gesagt haben, ey Leute, gibt's hier noch irgendwie Rapper im Publikum, machen noch ein bisschen Open Mic am Ende. Und ich meine, weißt du, da stand schon, die waren schon groß damals, weißt du, was ich meine? So, da standen, weiß ich nicht, 500, 600, 700 Leute. Und dann gingen halt irgendwelche kleinen Peoples, unter anderem ich auch so, weißt du, dann auf die Bühne. Und die haben den Leuten da so ein bisschen Plattform geboten. So. I know. Man sagt ja zwar, jeder Mensch hat irgendwie die Anlage, alles zu tun, aber man hat, glaube ich, schon so seine kleinen Talente, die so ein bisschen herausstechen. Und ich habe einfach schon immer gequatscht. Ich war auch als Kind nie ruhig, aber ich dachte, das mit dem Rappen kriege ich hin, weil wortgewandt war ich irgendwie schon immer. Und dann habe ich einfach die ganze Zeit immer irgendwie gerappt.
So, die ganze Zeit einfach irgendwie Kumpels, so, da hat der Beatbox gemacht, ich habe gerappt und das lief einfach die ganze Zeit. Du bist gelaufen und hast gefreestylt. Das läuft im Kopf eigentlich immer noch bis heute so ab. Damals Battle hier im Böcklerpark, Gegner kein Problem. Freestyle-Rap ist für mich ganz klar diesen Moment einfangen. Irgendwie. Und das auf den Punkt wiederzugeben, halt in Reimform. Er passt sich dem Beat an. Er ist wie ein gespieltes Solo-Instrument. Und dann wird es schwierig, es zu definieren, weil jeder seine eigenen Präferenzen hat. So. Es gibt nur einen einzigen Take. Auf dem Konzert von Specs in Osnabrück, der hat da gespielt und das hat mich schon sehr beeindruckt. Der hat eine komplette Freestyle-Show auch nur gemacht. Ich glaube, der hat nur einen Track gespielt oder so, der Rest war komplett gefreestylt. Und ich hatte damals noch so einen kleinen Camcorder, so, hab das so gefilmt, so von hinten und hab das dann zu Hause auch 1 Million Mal gesehen und dachte so, ja krass, so will ich auch rappen können. Mein größtes Ziel war immer, dass wenn ich freestyle, dass es sich anhört wie ein Song. Das war immer mein großer Wunsch. Die Leute sollen nicht schnallen, dass ich gerade freestyle. Weil ich denke, wenn du jemandem das Freestylen so ein bisschen erklärst, dann ist es am Anfang erstmal einfach. Du kannst immer irgendwas erzählen, Haus, Maus, Klaus, raus, Applaus, kannst ja, aber irgendwann benutzt du bessere Wörter und versuchst bessere Reime zu finden. Das ist dann dieser Lernprozess, der da stattfindet. Es ist komplett egal, ob das jetzt so technisch krass ist, ob das jetzt so ein 5-fach-Reim ist oder ob das vielleicht ein ganz einfacher Reim ist, aber wenn es irgendwie witzig ist oder wenn es irgendwie was Cooles aussagt, so, weißt du, was irgendeine Emotion in jemandem hervorruft, so, dann ist es cool so. Freestyle! Freestyle! Bis halt 12, 13, 14, dann fängst du an, dich zu messen. Dann bist du halt neugierig. Das ist, was Hip-Hop spannend macht, ne? Das Battlen. Du willst mit Leuten, du willst gegen Leute antreten. Da war ich so 14 oder 15 oder so, wann war das? Ende der 90er, 97 oder so, sind wir losgezogen auf irgend so eine Jam, so gab's noch so Hip-Hop-Jams und so, ne? Und da waren MB 1000, Mace und Bene sind da aufgetreten. Und ja, ne, und dann haben die sich gebattelt, so Freestyle, 4-Zeiler. Und auch richtig bam, mit Mutter, Vater und so, dein Vater liegt in der Pissrinne und so. Ich denk so, was, krass. Das fand ich crazy so, ne? Das hat mich beeindruckt. Und danach haben die sich aber die Hand gegeben so. Und man hat auch gesehen und gemerkt, die sind cool miteinander. Die sind jetzt auch nicht so, gebe ich dem Wichser mal die Hand so, sondern die sind cool. Ich konnte mich in der Anfangszeit nicht wirklich mit Freestyle-Rap auch identifizieren und die meisten um mich herum, die gefreestylt haben, waren nicht so die Art Rap, die ich eigentlich gemacht habe. So. Wir haben eher auf Tracks gebattelt und Boogie war mehr so der Freestyler. Und Mach und Arzt haben mich dann irgendwie so Ende der 90er Jahre, wo ich dann auch schon ein paar Mal auf den Tapes erschienen bin, dann irgendwie auch richtig dann so einen Studio-Rapper auch gemacht. Ja, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber es ist echt verdammt kalt hier, Alter.